Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Tasmanian Tiger die TT Duffel 45 und 65. Ich denke, jeder war schon mal in der Situation, dass er gesagt hat, ich will einen Kurztrip machen, vielleicht 1-2 Tage, oder ich muss in die Dienststelle und muss mein Zeug irgendwie organisieren, habe aber keine Lust auf Rucksack, weil Rucksack immer irgendwo die Klamotten zusammenpresst, man sie nicht ordentlich sortieren kann, man nicht gut organisiert ist. Und genau für so einen Zweck ist natürlich so eine Einsatztasche oder auch eine Duffel perfekt. TT hat jetzt hier die Antwort für euch und hat neben den großen Transporttaschen, die wir auch schon vorgestellt haben, könnt ihr gerne mal gucken, bei uns auf dem Kanal bei Tasmanian Tiger, da haben wir auch den Mülltransporter und den mittelgroßen Transporter mal vorgestellt. Das sind dann die ganz großen Einsatztaschen, die Deployment-Taschen, wenn man wirklich viel Zeug mitschleppen will über mehrere Wochen. Aber die Duffels sind dann genau für eben diese kurzen Trips, wo ihr nicht ganz so viel Sachen mitnehmen müsst. Die TT-Duffel kommt in 2 Varianten. Das heißt, ihr habt die Wahl zwischen 45 Liter und 65 Liter. Farben sind verfügbar: Oliv, Coyote und Schwarz. Außer Schwarz haben wir hier für euch die anderen beiden Farben hier. Und hier habt ihr auch schon mal einen Größenvergleich. Machen wir dann auch für euch auch nochmal am Mann, dass ihr das sehen könnt. Aber hier schon mal, dass ihr direkt seht, wie die von der Größe sind. Von den Maßen her haben wir hier 58 cm in der Länge bei dem 45er Duffel. Wir haben 31 cm in der Breite und 24 cm in der Tiefe, während die große Duffel mit 65 Liter Volumen 70 cm in der Länge hat, 36 cm in der Breite und 28 cm in der Höhe. Hier haben wir 1,2 Kilo Leergewicht und hier haben wir 1,4 Kilo Leergewicht. Material ist bei beiden identisch, deswegen stellen wir es auch beide, und die Features natürlich auch, und deswegen stellen wir beides hier in einem Video vor. Hier haben wir bei beiden 700 Decodura als Hauptmaterial, unterstützt von TPU 420 Nylon im inneren Bereich. Das zeigen wir euch dann, wenn wir auf die Features zu sprechen kommen. Von der Ausstattung her seht ihr hier schon, das ist eine klassische Duffelbag, die wie eine Reisetasche aufgebaut ist. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall eine Bodenseite, die ist auch nochmal mit einer Einlage versehen. Das heißt, ihr habt hier eine sehr steife Bodenplatte, was natürlich dann auch wieder hilft, wenn ihr Kleidung zum Beispiel organisieren wollt und das hier in der Tasche ein bisschen besser strukturiert habt, habt ihr hier den stabilisierten Boden. Der ist auch sonst komplett slick, da gibt es keine Möglichkeit, irgendwas dran zu machen. Und das finden wir tatsächlich auch ganz cool, denn es gibt viele Tragetaschen oder Einsatztaschen, die man auf dem Rücken tragen kann. Meistens sind dann aber aufgrund der versteiften Einlage hier die Halterungen für die Schultergurte auch genau an dieser Stelle angebracht. Gut und schlecht. Gut, weil die Stabilisation natürlich hier auf der Seite ist. Schlecht, weil da auch der ganze Dreck ist, wenn das Ding mal auf dem Boden steht. Das heißt, ihr macht euch immer irgendwie eure Klamotten dreckig. Für den einen oder anderen ist es egal. Aber hier hat man eben genau aus dem Grund den Weg gewählt, dass die Tragegurte auf der Oberseite festgemacht werden können. Wir haben jetzt hier für euch mal die eine Tasche komplett nackt ausgestattet oder nicht ausgestattet in dem Fall, und hier haben wir die Gurte befestigt. Das ist optional, also es ist natürlich dabei im Lieferumfang, aber ihr könnt das Ganze so aufbauen, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt zum Beispiel, ich will die Tasche tatsächlich nur dafür, um meine Ausrüstung vom Haus ins Auto und vom Auto ins Hotelzimmer, und brauche jetzt keine Tragegurte, könnt ihr das komplett alles weglassen. Keine Kompressionsriemen, denn die Tasche hat am oberen Ende und am unteren Ende jeweils einen Tragegriff und natürlich auch nochmal an den Seiten. Das heißt, ihr habt 4 Tragegriffe, um die Tasche in jeder Position komfortabel tragen zu können. Aber ihr habt natürlich auch mit dabei die entsprechenden Gurte, um das Ganze dann umzurüsten. Das zeigen wir euch jetzt gleich einmal hier. Da ist es nämlich schon montiert. Die Tragegurte sind extrem smart gelöst, denn ihr habt hier ich zeige es ja einmal lose, da kann man hier besser die Form auch mal sich angucken. Hier sieht man das ganz schön, also ihr habt anatomisch geformte Tragegurte und die sind vom Design her so, dass einer von den Tragegurten hier nochmal so eine Umschließung hat, mit Mesh gepolstert und Klettverschluss, und dadurch könnt ihr beide Verschlüsse miteinander oder beide Tragegurte miteinander verbinden und habt dann den typischen Tragegurt, den man auch bei einer ganz normalen Reisetasche kennt.
Das heißt, ihr habt nicht irgendwie nochmal zusätzlichen Gurt, sondern die Schultergurte werden euer Tragegurt und die könnt ihr auch theoretisch immer dran lassen, könnten dann zum Beispiel auch mit den Kompressionsriemen an die Tasche fixiert werden, wenn man nicht will, dass die irgendwie in der Gegend herumfliegen. Das wäre auch möglich. Und wenn ihr dann in den Rucksacktragemodus gehen wollt, braucht ihr nichts weiter tun, als den Klett zu trennen und hier das Ganze zu verschließen, damit hier der Klett nicht offen getragen wird. Und dann habt ihr 2 lose Tragegurte, um das Ganze wie ein Rucksack tragen zu können. Und wie ich schon erwähnt habe, auf der Oberseite, und dementsprechend hat man auch keine Probleme mit Schmutz an der Bekleidung. Um die Gurte zu befestigen, habt ihr von TT hier diese G-Hooks mit Verschluss. Also ich nenne die immer Lockable G-Hooks. Das heißt, ihr könnt hier an verschiedenen Stellen an den Duffels das Ganze anbringen. Ihr habt hier im vorderen Bereich 2 Laschen zum Anbringen und hier an der Seite jeweils nochmal 2. Und dann habt ihr hier nochmal welche. Die sind allerdings für die Kompressionsriemen. Und hier im unteren Bereich nochmal 2. Also ihr habt auf jeden Fall genügend Möglichkeiten, die Tragegurte anzubringen. Könnt ihr dann so einsetzen, wie ihr das wollt. Die Kompressionsriemen verfügen auch hier über die G-Hooks, allerdings ein etwas andersfarbiges Modell hier bei unserer Variante. Ich denke mal, das liegt daran, dass wir immer Muster bekommen. Wahrscheinlich ist das in der finalen Version auch genau in der gleichen Farbe. Wäre ja sonst Blödsinn, das in schwarz zu machen, das andere in Coyote. Und das wird dann hier einmal über die Tasche gepackt und damit kann ich dann auch einen Kompressionsriemen realisieren, wie das hier passiert ist. Und die kann ich dann aber auch, muss die nicht über die G-Hooks öffnen, sondern habe hier immer noch mal einen Wujin-Buckel, Fastex-Verschluss, um das Ganze dann schnell öffnen zu können, um an die Tasche ranzukommen, an den Inhalt. Bevor wir jetzt in die Taschen reingehen, zeigen wir euch einmal den Größenvergleich nochmal am Mann. Ich bin 1,80 Meter groß. Hier seht ihr jetzt die TT Duffel 45 auf dem Rücken getragen mit den Schultergurten. Und hier nochmal die große Duffel mit 65 Litern, auch mit den Schultergurten getragen. Schauen wir uns mal an, was wir an Organisation und Taschen zur Verfügung haben. Wir haben dafür jetzt nur die kleine mal komplett gepackt mit verschiedenen Gegenständen, weil die große wirklich exakt identisch ist, nur eben mit ein bisschen mehr Volumen. Geht los mit der Front. Da habt ihr oben ein großes Glättfeld für Patches und dahinter liegend ein Zipperfach, wo auch der Zipper schön unter einer Abdeckung versehen ist, damit kein Dreck reinkommt. Natürlich YKK. Mit einem Schiffchen. Hier hat man eine Tasche, die geht über die komplette Länge der Öffnungsflappe. Das heißt, ich kann hier wirklich relativ lange Gegenstände unterbringen oder eben auch zum Beispiel eine leichte Windjacke oder Regenjacke und die dann von der Länge her hier unterbringen. Das heißt, ich kann sie ganz schmal und lang packen und dann kann ich die hier unterbringen. Das ist natürlich auch nochmal begünstigend, damit nicht so viele Knicke zum Beispiel in eine Regenjacke reinkommen und das gibt dann auch nochmal ein bisschen Regenschutz von oben als Beispiel. Das eigentliche Hauptfach ist U-förmig zu öffnen, hier an der Unterseite. Da habt ihr nochmal einen 40 mm Verschluss, der das Ganze sichert. Das heißt, ihr habt neben dem Reißverschluss diese Buckel, die dann einfach auch verhindert, dass der Reißverschluss versehentlich aufgehen kann. Auch hier wieder eine schöne Abdeckung, die den YKK-Zipper schützt. Und die Schiffchen sind hier mit einem Schlossmechanismus versehen, beziehungsweise mit einer Öse. Da könnt ihr dann jederzeit euren Inhalt auch gegen Diebstahl sichern und hier ein Schloss anbringen. Ich meine, klar, 700er Cordura ist okay, kann man bestimmt mit dem Messer aufschneiden, aber es ist zumindest mal eine Barriere, um einem Taschendieb, der schnell mal was rausziehen will, das Handwerk zu legen. Wenn ihr die Tasche öffnet, habt ihr hier in der Flappe bereits 2 Mesh-Taschen, wo ihr Gegenstände unterbringen könnt. Einmal eine mit einem L-förmigen Reißverschluss zum Aufklappen. Da passen zum Beispiel perfekt eine Sturmhaube, Handschuhe, Socken, Unterhosen, kleinere flache Gegenstände rein. Und unten nochmal mit einem reinen horizontalen Zipper auch nochmal. Und da könnt ihr dann nochmal Organizer oder was auch immer euch in den Kopf kommt, hier noch unterbringen und verstauen. Im eigentlichen Hauptfach habe ich jetzt mal hier 2 große Packsäcke reingepackt, um Platz oder Volumen hineinzubringen. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie das hier von innen aussieht. Da habt ihr zum einen unter den beiden Mesh-Taschen nochmal 2 elastische Schlaufen, wo man hier zum Beispiel sehr schön eine Taschenlampe anbringen kann oder ähnliche röhrenförmige Gegenstände, die hier in der Länge nochmal
fixiert werden sollen. Im eigentlichen Bodenbereich habt ihr keine weitere Unterteilung, aber ihr habt zwei sehr smarte elastische Bänder. Und zwar sind die hier mit Shockcord realisiert und mit einem Kordelstopper. Habt ihr auch nochmal zusätzlich, ich muss es einmal wieder straff ziehen, dass man das gut sehen kann, in der Mitte einen Verschluss. Das heißt, ihr könnt jederzeit die Spannung aufrechterhalten, müsst nicht jedes Mal, wenn ihr irgendwas herausnehmt, mit den Kordelstoppern wieder lösen und öffnen, sondern könnt die Grundspannung, die ihr eingestellt habt, immer lassen und habt hier diesen Schnellverschluss, mit dem ihr dann diese Gummibänder lösen könnt. Und dadurch könnt ihr dann hier eure Bekleidung schön ausgebreitet auf den Boden legen und habt dann dort jede Menge Platz, um eure Sachen unterzubringen. Und die bleiben dann eben auch genau in dieser Position liegen, weil ihr das mit den Gummibändern da fixiert. Die restlichen Innentaschen zeige ich euch, indem ich einmal alles nach außen wende. Dann sieht man das nämlich schöner. Einmal Inside Out. Da wäre das jetzt kein Feature, aber das ist zumindest mal was man sich auch mal angucken kann. Habt ihr hier im unteren Bereich einen Klettzugang, wo ihr dann die Einlage seht. Und da seht ihr auch schon, das ist so ein etwas festerer Schaumstoff, der auch ein bisschen Struktur hat. Also es ist tatsächlich kein komplett weicher Schaumstoff. Und den könntet ihr auch herausnehmen und gegen andere Sachen austauschen. Wenn ihr sagt, ich will zum Beispiel nur eine Plastikplatte oder nur einen Schaumstoff, was immer euch da in den Kopf kommt, könnt ihr hier unten natürlich passend dann auch hier reinpacken. Okay, dann habt ihr auf der einen Seite hier nochmal ein Fach mit einem Klettverschluss. Das ist zum Beispiel ideal für ein bisschen Verbandszeug, für Schreibzeug, irgendwas, wo ihr schnell ran müsst, am Kopfende untergebracht. Ähnlich auch nochmal auf der anderen Seite, nur hier ist kein Klettverschluss vorhanden, sondern das ist einfach ein offener Einschub. Auch hier wieder perfekt für Schreibzeug, Unterlagen, flache Gegenstände. Alle, die eben beim Drehen schon genau zugeschaut haben, haben gesehen, auch die Seiten haben Organisation, denn hier habt ihr das TPU 420 Nylon-Material, das schöne Wabenstrukturmuster mit den durchsichtigen Organizer-Taschen. Das ist ein Material, was im Vergleich zu normalen Klarsichtfächern, die man kennt, die TT früher auch benutzt hatten, andere Hersteller immer noch benutzen, die vergilben relativ schnell. Das passiert hier bei dem Material nicht. Wir haben jetzt schon einige Taschen von TT längere Zeit im Einsatz und das Material hält die Farbe und dementsprechend sieht es immer sauber aus und nicht speckig. Und man sieht natürlich auch immer ganz klar, was hier in der Tasche ist, um schneller einen Zugriff zu haben. Die sind hier auch jeweils mit einem Zipper verschlossen, 2 Stück, auf der anderen Seite genauso. Exakt gleicher Aufbau. Und hier kann man noch mal sehr schön sehen, dass dadurch, dass der Zipper hier ein bisschen nach unten versetzt ist, dass man die Tasche trotzdem aber auch vollflächig nutzen kann, wie hier zum Beispiel mit der Karte. Die ist jetzt hier, wenn der Reißverschluss bis hierhin nur gehen würde und hier dann Ende wäre, hätte man die Karte noch mal falten müssen. So kann ich sie komplett reinpacken und muss sie natürlich dann zum Herausnehmen einmal hier herausbiegen. Aber da das ja nur eine Papierkarte ist, ist es überhaupt kein Problem. Da könnte man das auf jeden Fall so auch machen. Zu guter Letzt noch ein kleines Feature, was man bei vielen TT-Produkten natürlich auch kennt. Lasercut PALS-Schlaufen hier an beiden Seiten vorgesehen. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch nochmal zusätzliche Taschen anbringen. Wenn ihr sagt, ich möchte zum Beispiel eine flache Admin-Tasche nochmal haben für Schreibzeug an der Außenseite oder sonstige Taschen, wäre das hier natürlich auf beiden Seiten machbar. Ihr könnt natürlich auch einfach Stifte reinstecken oder die PALS-Schlaufen auch für Bungee nutzen, um irgendwas zu fixieren. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall auch noch vorhanden. Ja, dann kommen wir auch schon zum Fazit, denn die Taschen sind tatsächlich sehr, sehr geil, gerade auch, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, für kurze Trips, wo einfach der Rucksack nicht die notwendige Organisation bietet oder auch den Schutz für die Bekleidung. Ihr habt hier sogar die Möglichkeit, eure Dreckwäsche unterzubringen. Das habe ich rausgefunden oder beziehungsweise so nutze ich das. Wenn man hier die vordere Tasche, die flache, nutzt, dann hat man auch komplett die Dreckwäsche getrennt vom eigentlichen Inhalt. Das heißt, immer wenn ich Klamottenwechsel mache, nehme ich aus dem Hauptfach das Frische raus und stopfe hier vorne einfach in die Tasche meine Dreckwäsche rein und habe dann dadurch alles immer schön getrennt. Und ansonsten natürlich für eine Einsatztasche oder für den Dienst muss man nicht viel dazu sagen. Auch da ist genügend
Organisation da, um eure Ausrüstung unterzubringen. Bei der kleineren eher für kurze Sachen. Hier würde man sagen, da kriegt man vielleicht auch schon mal einen Helm und eine Einsatzuniform rein. Aber Protektoren und so wird dann auch schon diese Tasche zu klein. Da gibt es aber andere Lösungen von Tasmanian Tiger, denn dafür ist es ja auch nicht konzipiert. Aber ich sag mal, für den normalen Dienst ohne große Schutzausrüstung sind die Taschen allemal groß genug und ihr habt 2 Varianten zur Auswahl. Ihr bekommt die TT-Duffel natürlich überall dort, wo es Produkte von Tasmanian Tiger zu kaufen gibt. Entweder in 45 oder 65 Litern, Oliv, Schwarz und Coyote. Ihr entscheidet. Was sagt ihr zu den Taschen? Die sind jetzt ja schon ein paar Tage auf dem Markt. Habt ihr vielleicht selber euch schon eine zugelegt und seid mit zufrieden oder auch nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. TT ist immer, hört immer gerne zu, wenn es Verbesserungsvorschläge gibt. Die geben wir auch immer weiter. Von daher ruhig raus damit. Solange die Kritik konstruktiv bleibt, ist das immer alles fein bei uns. Ja, ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Schaut auch gerne nochmal in unserem Blog. Da haben wir das alles auch nochmal in Bildern und mit Text für euch im Vergleich. Da gibt es noch ein paar Informationen mehr hinten drauf. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.